Hallo zusammen, ich bin Jewgen Sokolowski von Classic Remise Düsseldorf und wir sind heute mit absolut Kunstfahrzeug und High-End Engineering Bugatti Chiron. Ja, die Bugatti startet neue Ära mit erstem Modell Veyron, 16 Zylinder mit 4 Turbolader, über 1000 PS. Und Chiron, das ist Nachfolger von Veyron mit schon viel modifizierte Teile, viel verbessert. Ganz anderes Auto zum Fahren, können wir nicht vergleichen mit Veyron. Chiron viel besser und hat schon 1400 PS. Was ist Bugatti? Ja? Bugatti seit 110 Jahren zurück, das war immer Kunstfahrzeuge, das war immer Sportwagen, Rennwagen, das war immer high level von Engineering. Ja, wenn vergleichen wir Autos damals, ja, dann 90er Jahre EB 110 oder Veyron oder Chiron, ja, das ist immer Top Engineering, das ist Kunst von Design. Für mich Bugatti hat 3 Leben. Ja, das ist erste Leben, das ist Vorkriegsfahrzeuge, Rennfahrzeuge, sehr bekannt, Bugatti Typ 35. Alle kennen genau diese Bugatti Blaufarbe, genau das Auto haben wir in genau das Farbe. Zweite Leben von Bugatti, das ist 90er Jahre mit Modell EB 110. Weltweit bekannt. Auto letzte Zeit sehr beliebt, sehr gesucht. Damals, das war auch Top Engineering von Motor. Die Motor hat nur 3,5 Liter, 12 Zylinder mit 4 Turbolader. Ja. Auto war high level von Technologie. Und die neue Bugatti kommt auf den Markt. Erste Modell als Veyron, zweite Modell auf Chiron mit über 1000 PS. Die Veyron erste Serie hat 1001 PS, dann 1200 PS. Dann kommt Chiron mit 1500 PS mit 16 Zylinder Motor mit 4 Turbolader. Die erste Veyron war sehr schwer entwickelt, weil Auto, welches fährt über 400 Kilometer pro Stunde, nicht einfach. Die war immer Kleinigkeit, das passt nicht, ja, Manschetten, dann noch was, weil 400 Geschwindigkeit für Fahrzeug, welches fährt auf normale Straße, das ist echt sehr viel. Wir können vergleichen zum Beispiel mit Rennwagen, ja, es gibt 70er, 80er Jahre Le Mans-Fahrzeuge, welche war Geschwindigkeit fast 400, 390, 380, aber das Rennfahrzeuge mit extrem Aerodynamik, mit extrem Leistung auf Motor. Und da war crazy Zeit für Rennwagen. Aber für normale Straßenfahrzeuge mit Straßenzulassung, welche fährt fast 400 Kilometer pro Stunde, das ist fast unmöglich. Wir haben schon gesagt, ja, das Auto fährt über 400 Geschwindigkeit, aber hat elektronische Begrenzung 350. Zum Aktivieren Hochgeschwindigkeit 400, du brauchst zweiten Schlüssel. Ja? Du musst zweiten Schlüssel einstecken und aktivieren. Wenn fährst du nur mit einem Schlüssel, das Auto hat maximal Geschwindigkeit 350. Für mich jedes Stück, jedes Fahrzeug, welches Bugatti hat produziert, das ist ein Art-Objekt. Jede Details, jede Farbkombination. Es gibt verschiedene Editionen, es gibt verschiedene Designmodelle. Ja. Jedes Fahrzeug können wir gucken, stundenlang, wie schön ist. Und natürlich fahren. Ja, fahren. Ich habe mit Veyron gefahren. Damals, ich habe nicht ganz verstanden, weil das Auto war richtig hart, ja, Vibration. Du fühlst, das Auto war nicht einfach schwer, weil das Auto hat Leergewicht fast 2 Tonnen. Ja, die hat 1900, glaube ich, 950 oder 960. Für Sportwagen extrem schwer. Aber für mich Bugatti, das ist das einzige Fahrzeug, welches sehe ich von allen Supercars oder Hypercars. Das ist das einzige Fahrzeug, wo kann man beide Luxus-GT-Fahrzeug mit Hypercars, absolut Rennwagen zusammen machen. Weil es gibt Autos zum Beispiel, wir kennen alle P1 GTR oder LaFerrari, ja, das ist mehr Rennwagen, ja, mehr Richtung Rennfahrzeug. Aber wenn Luxusfahrzeug wie 177 Aston Martin, die hat keine Linien, die hat keinen Charakter von richtig Rennwagen, das ist mehr Luxusfahrzeug. Und Bugatti für mich, das ist die einzige Marke, welche hat Hypercars gemacht, welche beides im eine. Ich habe schon in meinem Leben gefahren P1 McLaren, P1 GTR.
Ferrari LaFerrari, Bugatti Veyron, Aston Martin 177 und viele andere Hypercars. Das Auto kann man nicht vergessen. Ja? Die Gefühle, was bringt dir Fahrzeug, wenn du fährst 80, 90 im Landstraße, du machst Gas 30-40%, du hörst erste halbe Sekunde, wie Turbolader aktiviert, ja, und macht Ladedruck, und dann nach zweiter Sekunde Auto macht. Das natürlich macht extrem Spaß, ja, ehrlich, das Gefühl habe ich nur im Chiron. Ich habe nie was anderes gefahren, welche gibt mir so Gefühle von Fahren. Wir haben ganz normale Chiron, welche war 500 Stück produziert. Es gibt noch Pure Sport, wir können so machen, ja, das ist normale Chiron. Ich sage Beispiel, ja, wenn vergleiche ich sage das wie, wenn vergleichen wir Porsche, ja, das ist wie normale 911er Turbo. Dann Pure Sport, das ist Version wie GT3. Das ist Fahrzeug, welche Geschwindigkeit ein bisschen weniger, weil das Auto hat viel mehr Aerodynamik, weil hat viel Spoiler, ein bisschen breiter, kräftiger. Der fährt maximal 350, Chiron fährt 420, Pure Sport fährt 350, aber mehr stabil im Kurve. Der hat mehr Grip, mehr Downforce, das Auto wie GT3-Fahrzeug. Dann gibt es Supersport. Supersport hat noch mehr Leistung, hat mehr Top-Geschwindigkeit. Bei Supersport Geschwindigkeit 490. Ja, 490 auf dem Asphalt, auf offener Straße, mit Straßenzulassung. Für mich, ich kann nicht vorstellen, ja, das ist einfach unrealistisch. Das ist einfach Future mit Space, ja, und ehrlich, das ist Wahnsinn. Und dann auf Basis von Chiron, Bugatti macht Divo. Das ist 40 Stück gebaut als Coupé mit absolut mega Design. Dann Bugatti macht zum Jubiläum 110er, die macht 110. Das ist nur 10 Stück gebaut für Top, absolut Kunde von Bugatti. Für mich das Auto, das ist High Level, das von Design, von alles. Ich bin absolut Fan von das Auto. Und letzte Bugatti, letzte Ära 6-Zylinder-Motor, ja, was produziert Bugatti mit Rimac schon zusammen, kommt nächstes Jahr im 2024, das ist Bugatti Mistral. Mistral, das als Chiron offene Version, bisschen mit Liniendesign von Divo, finde ich absolut Traumfahrzeug. Ja. Die Preise liegt über 5 Millionen und weiter. Die Basis von Chiron, ganz normale Chiron, die Preise war 2,5 netto und von der Ausstattung geht nach oben. Ja, es gibt zum Beispiel genau das Lackierung, kostet nur 185.000. Blau, Sichtcarbon von Heck kostet auch Aufpreis und Innenausstattung in Blau kostet auch Aufpreis. Bisschen Details, du kannst ganz locker wieder auf 1 Million Aufpreis kommen. Ja, deswegen Bugatti, jedes Fahrzeug, wie habe ich gesagt, das ist eine Kunst, das Einzelstück, das ist wie ein fertiges, teurer Anzug für Mann. Ich zeige euch bei Details, welche gefällt mir sehr. Die erste Details, was gefällt mir sehr, das ist Motor, offener Motor von hinten. Wenn Motor geht warm und du fährst im Start und gehst langsam Temperatur zum 90 Grad, geht automatisch Spoiler hoch und dann Hitze geht hier raus. Wenn Auto steht und abgekühlt, die Spoiler geht automatisch langsam runter. Diese Linie bei Bugatti liegt von historischem Fahrzeug Atlantic 57. Und noch ein Detail von historischen Fahrzeugen von alle Bugatti hat immer gleiche Frontgrill und guck mal, Logo von Bugatti. Das ist auch historisch, bleibt schon seit 110 Jahren immer das gleiche. Es gibt noch Versionen ab 2018, 2019 mit Sky-View-Dach. Das ist 2 Bubble Glass, rechts und links in der Mitte auf dem Dach. Ich zeige euch noch innen, was genau macht auch mir Spaß. Zweite Details von Fahrzeug nach dem Motor, was ehrlich eine Kunst. Das Wort Kunst sage ich heute 100 Mal, weil echt, das macht mir so emotional. Deswegen sage ich das. Wir gehen zum Innenausstattung. Das wieder diese Linie von Atlantic 57. Hier hat gemacht wie Ambientlicht, wie Beleuchtung innen. Und erstmal
wo ich habe Probesitz gemacht im Chiron. Das hat mich verrückt gemacht, ehrlich. Ich weiß nicht warum, für mich das ist ein Magic Line, welche du bist sofort infiziert von das Auto. Ja? Du willst sofort Gefühl, ja, das ist das Beste, was es gibt, das ist das Beste, was kann ich haben. Noch eine große Danke zum Bugatti. Ja? Der hat kein Digital-Tacho. Der hat ganz normale Tacho im Aluminium wie teure Uhr. Weil ehrlich, diese Digital-Tacho ist gut, aber ich finde für Supercars, für teure Fahrzeuge, die muss bleiben im Aluminium, im Metall. Fahrer muss, oder Inhaber, nicht Fahrer, Inhaber muss Gefühl haben, die Leute haben Zeit verbracht, dieses Design entwickeln und auch als Kunst machen. Genauso mit Klimaanlage, Klimabedienungen in der Mitte. Ja? Weil für das Auto natürlich ganz einfach kann man Display machen oder sowas. Aber nein, das passt nicht. Wir machen Probefahrten nicht mit allen Fahrzeugen, weil, wie habe ich gesagt, es gibt 1000 Berichte, ja, gibt es tausende Fahrer und so weiter. Das Auto, wir machen Probefahrten, weil Sound, Power und innen das Auto bleibt bei jedem, wer das Auto hat gesehen, geguckt, angefasst, Gefühle bekommen. Das bleibt für das ganze Leben im Herzen. Deswegen, wir machen das Probefahrt. Jetzt machen wir eine kleine Probefahrt zum unserem Thema Spaß. Ja? Ja, alle Car-Spotter läuft hinter uns, wie immer. Ja? Guck. Die ganze Stadt im Schock. Ja? Guck mal, alles steht. Von allen Autos, was habe ich gehabt, das ist echt Magnete. Ja? Egal wo das Auto steht oder fährt oder du hast sofort 1000 Leute mit Telefon, mit Kamera, mit Foto, Video und so weiter. Ja? Das ist Sound, ja? Wir fahren jetzt eine kleine Runde Autobahn. Ja, machen wir Autobahn? Machen wir. Ja, kleine Geschichte über diesen Modus Autobahn. Ich weiß nicht, ob das alle hat das mitbekommen, wer mag Bugatti oder nicht. Ein Fahrer aus Tschechei hat probiert, das Auto auf deutsche Autobahn über 400 Geschwindigkeit zu machen und hat alles auf Video gedreht und dann in Social Media gepostet. Und natürlich, wie immer, hat sofort Probleme bekommen. Gerichtsprozess war gegen ihn wegen Geschwindigkeit, ja, wegen 400 auf der Autobahn. Aber auch Respekt von ihm, der hat das gewonnen, weil Richter hat gesagt, der hat nichts was falsch gemacht, der hat keine gefährliche Situation auf der Autobahn gebaut oder provoziert. Nein, war absolut alles sicher. Deutsche Autobahn ist erlaubt, wenn kein Tempolimit, offene Geschwindigkeit fahren. Deswegen hat nichts mit ihm passiert. Für Stadt, ja, das was habe ich gesagt, wie Rennwagen und Sportwagen oder Gran Turismo, Luxuscar. Im Stadt, das Auto fährt ganz normal, wie ganz normale Auto. Ja, absolut, sage ich, maximal Komfort von Fahrwerk, keine Vibration von Motor. Motor läuft absolut ruhig. Sound nicht extrem laut, Auto ist absolut in Ordnung. Und für Stadt, du kannst ganz normal fahren. Du hast das Gefühl, wie du fährst mit ganz normalen Luxusfahrzeugen, so sage ich Luxus GT-Klasse Coupé. Wahrscheinlich, ja, wie mit Bentley GT. Ja, das genau so Gefühl du hast im Stadt von Chiron. Aber auf der Autobahn, wir testen das gleich. Das, was gefällt mir, guck mal, du machst das Fenster auf, machst du Gas, guck mal, was passiert.
Das einzige Auto, welches kenne ich, welches macht selber Fenster zu, wenn Geschwindigkeit über der Beschleunigung, sage ich so, nicht über Beschleunigung. Jetzt zweite Stage. Guck mal, du fährst ganz normal, Gas ungefähr 10% Position. Du machst Gas, eine Sekunde Pause, die Turbolade macht Ladedruck und dann mein Gefühl so wie Auto macht. Hier zeigt Tacho, ja, 2000, zum Beispiel jetzt 2000 Rimmerman und zeigt wie viel PS. Also jetzt wir sind auf 500, nur 500 PS. Aber von Verbrauch das bisschen schon frisst. Ja, aber wegen Verbrauch sprechen wir gar nichts, weil wir sind im Auto über 3 Millionen wert. Deswegen, ob das verbraucht hat 60 Liter, 70, 90, 100 oder 20, das interessiert keinen. Leider bei dem ist so. Guck mal, Airbrake, guck mal, Spoiler. Airbrake haben wir getestet, Turbo geprüft, alles läuft. Das Wahnsinn von Leistung, ja. Leider nach unserer Probefahrt müssen wir das Auto abstellen. Es gibt Autos, welche warten schon diesen Punkt. Ja, wann kommen wir zurück zum Classic Remise? Und mit Bugatti wollte ich noch fahren und fahren und fahren. Das Auto macht dir richtig glücklich, macht mega Spaß. Deswegen unser Thema Spaß oder Invest. Zum Spaß von 1 bis 10. Ich gebe das Auto 10, weil das Auto absolut mega Traum, super Leistung. Auto sportlich und Komfort zusammen. Design, Magnet für alle Leute. Auf der Straße, das ist das Beste, was es gibt. Ja, das ist für mich, wieder sage ich dieses Wort, Kunst. Das ist Kunst auf der Straße. Als Investition. Natürlich, die Bugatti hat extrem Potenzial, weil Bugatti Mistral, das ist das letzte Bugatti mit 16-Zylinder-Motor, welcher wird produziert. Dann Bugatti macht Stopp. Nächstes Projekt mit Rimac zusammen, die wird Hybrid oder voll elektrische Fahrzeug, wir wissen noch nicht. Aber alle Bugatti, welche bis heute produziert, als Veyron, Chiron oder 110, alle sehr, sehr, sehr wertstabil und sehr hat starke Potenzial nach vorne. Das Auto im 2017, Listenpreis hat 2,5 netto. Mistral, letzte Variante von Bugatti Chiron, Listenpreis bei 5 Millionen netto. Deswegen, die alle Fahrzeuge, Preise geht nach oben. Gebrauchte Wagen heute auf dem Markt liegt zwischen 2,9 und 3,1 netto. Da ist deutlich über Listenpreis. Und in Zukunft, natürlich, wenn Bugatti macht Stopp mit Produktion, das ist meine Meinung, meine persönliche Meinung. Die Preise wird sehr stabil und geht nach oben. So Modelle wie Diva oder 110 oder Mistral, die wird extrem teuer. Alle Preise wird über 10 Millionen und weiter. Natürlich in Zukunft, weil das letzte Benzinmotor 16 Zylinder. Als Invest, meine Note von 1 bis 10 bei Bugatti Chiron liegt bei 8. Ich wollte auch Entschuldigung sagen, alle, wer guckt uns für lange Pause, im lange Sommerpause. Wir haben sehr viele Rennveranstaltungen, wir waren sehr viel Wochenende unterwegs. Ich war in Düsseldorf im Wochenende fast gar nichts und wir haben schon gesagt, die eine Video drehen über Fahrzeug, wir brauchen mindestens 4-5 Stunden. Laufende Woche im Arbeitszeit, das ist fast unmöglich. Deswegen wir drehen fast alle Videos im Wochenende, wo Verkehr ein bisschen frei und mit Bugatti heute haben wir auch sehr viel Zeit investiert. Ich freue mich wieder nach Rennsaison, wo ein bisschen weniger Stress, wo bleibe ich schon mehr in Düsseldorf, mehr Video drehen mit Autos. Danke euch, schreiben Sie Ihre Kommentare, machen Sie Like, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.